Hallo alle zusammen. Mich beschäftigen momentan zwei ganz wichtige Dinge. Zum einen ist mein Blick als Bildungsreferentin für den fairen Handel momentan verstärkt auf das Thema Klimaschutz gerichtet und zum anderen betrachte ich die jüngsten Vorkommnisse in Sachsen mit großer Sorge. Vor allem überrascht es mich, dass auch in meinem Bekanntenkreis immer noch Menschen zu finden sind, die dieses Verhalten nicht nur tolerieren, sondern sogar bejubeln. Das macht mich wirklich fassungslos. Und deshalb ist es mir heute ein persönliches Anliegen, ein paar Dinge mal verständlich zu erklären und eine mögliche konstruktive Lösung aufzuzeigen. Von allen Seiten höre ich, es muss sich was ändern. Aber was muss sich ändern? Unsere Einstellung zu dem Verbrauch natürlicher Ressourcen muss sich ändern. Wir brauchen strengere Regelungen von der politischen Seite, mehr finanzielle Verantwortungsübernahme von der Industrie und wir brauchen unsere Stimmen. Der Druck unserer Gesellschaft kann dazu beitragen, die Welt fairer zu machen. Doch dafür müssen wir viele sein und wir müssen laut und deutlich sprechen, damit die Politik uns auch hören kann. Und das schaffen wir friedlich und gemeinschaftlich. Dafür müssen wir nicht Seite an Seite durch die Straße ziehen mit Nazis, die unsere Absichten mit ihren rechten Parolen übertönen. Dass wir nur noch wahrgenommen werden als ein großer brauner Mob, den niemand ernst nehmen kann, der nur Angst und Zwietracht verbreitet. Hetze und Gewalt führen nicht zum Erfolg. Das kann und wird nicht unsere Antwort sein. Jeder einzelne von uns verbraucht 10 Tonnen CO2 pro Jahr. Das sind 9 Tonnen mehr, als unser Klima vertragen würde. Das ist doch der Wahnsinn. Die Folge ist, dass das Kohlendioxid verhindert, dass die Wärme unserer Erde ans Weltall abgegeben werden kann und die Erde sich immer weiter aufheizt. Es entstehen Dürren, Stürme, der Meeresweltspiegel steigt an. Wir alle kennen doch wahrscheinlich die Bilder von sterbenden Eisbären aus dem Fernseher. Doch was hat das mit uns zu tun? Betrifft das mich als Einzelperson wirklich? Der Klimawandel ist nicht mehr zu leugnen. Er ist einer der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts und wird uns noch ewig verfolgen. Die größten Verursacher sind auch diejenigen, die am meisten von den fossilen Energien profitieren, hier bei uns im globalen Norden. Und dabei haben wir bisher noch am allerwenigsten mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen. Die größten Klimaschäden treffen diejenigen, deren Emission am allerniedrigsten ist. Und das ist genau dort, wo unsere Lebensmittel produziert werden. Ich finde es einfach ungerecht, dass es die Ärmsten der Armen sind, die unter einem Energieverbrauch leiden, den unsere Industrieländer zu verantworten haben. Ich spreche hier von den Kleinbauern in Asien, Afrika und Lateinamerika, die unseren Reis, unseren Kaffee, unsere Bananen anbauen. So, bevor ich jetzt noch mehr ins Detail gehe, was hat das alles mit uns zu tun? Was hat das mit der aktuellen unruhigen Stimmung in Chemnitz zu tun? Wenn die Bauern nicht mehr in der Lage sind, ihre Familien zu ernähren, weil der von uns mitverursachte Klimawandel ihre Existenzgrundlage raubt. Wenn sinkende Weltmarktpreise dazu führen, dass die Bauern kein stabiles Einkommen mehr erwarten können, dann führt das zwangsläufig dazu, dass sich häufig junge, meist wenig ausgebildete Männer auf den Weg machen in andere Länder, auch zu uns nach Deutschland. Diese Wirtschaftsflüchtlinge, wie sie von uns hier abwertend häufig genannt werden, haben keine andere Wahl. Sie können das Handwerk ihrer Eltern und Großeltern nicht mehr erlernen und ausführen, weil es für sie einfach keine Zukunft hat. Wir, Deutschland, kann Vorbild sein und Friedensstifter. Denn die meisten aktuellen Kriege drehen sich bereits um mangelnde Ressourcen. Wer sich nicht mehr um Ölquellen streiten muss, wer alle Informationen zugänglich hat, um mit seinen Verhandlungspartnern fair zu verhandeln, der findet friedliche Wege für ein gutes Miteinander. Wer abends nicht mehr mit Bauchschmerzen ins Bett gehen muss, weil er seine Familie mit den Erträgen seiner eigenen Felder nicht mehr ernähren kann, der ist auch nicht gezwungen, seine Kinder von zu Hause fortzuschicken. Die meisten Bauern haben keinen Zugang zu aktuellen Nachrichten und Prognosen. Konnte man sich früher noch auf das Wetter verlassen und quasi die Uhr nach dem Regen stellen, ist es heute völlig unbeständig. Es kommt zu Überflutungen, Trockenzeiten und steigenden Temperaturen. All dem sind die Bauern schutzlos ausgeliefert. Wer kann, verlegt seine Felder in höhere Gebiete.
Doch hierfür müssen wiederum Wälder gerodet werden. Und das ist natürlich auch wieder schädlich für das Klima. Wer nicht über die geografischen und finanziellen Mittel verfügt, seine Felder in höhere Lagen zu verlegen, der muss mit unvorhersehbaren und gravierenden Ernteeinbußen rechnen. Pflanzenkrankheiten und Schädlinge hingegen fühlen sich bei steigenden Temperaturen erst so richtig wohl und können nur mit schädlichen Pestiziden bekämpft werden. Und das ist nicht nur schädlich für die Arbeiter, die auf diesen Feldern arbeiten und die Menschen, die in unmittelbarer Umgebung leben müssen, sondern, ihr werdet es erraten, auch für unser Klima. Ihr seht also, es ist ein Teufelskreis, den wir nur unterbrechen können, wenn wir alle überlegen, was jeder Einzelne von uns gegen den Klimawandel tun kann. Für die Kleinbauern ist die wichtigste Lösung Hilfe zur Selbsthilfe. Wir können Organisationen unterstützen, die den Bauern dabei helfen, sich den Klimaschwankungen besser anzupassen. Und wir können uns selbst unseren ökologischen Fußabdruck anschauen und überlegen, wo wir vielleicht noch ein wenig Energie einsparen können. Wenn wir einkaufen gehen, können wir darauf achten, was wir kaufen. Und wir können auch Dinge mal hinterfragen. So zeigen wir Interesse, dass es uns nicht egal ist, was in unseren Einkaufstaschen landet. Und wir können überlegen, welches Teil wir wirklich brauchen. Zum Beispiel bei Kleidung. Jeder von uns kauft ca. 9 Kilo Kleidung pro Jahr. Genauso viel Kleidung schmeißt er aber auch wieder weg. Besser wäre es doch, die Kleidung zu tauschen, weiter zu verkaufen, zu spenden und vielleicht auch selber mal etwas Secondhand zu kaufen. Wir entscheiden jeden Tag neu, mit unserem Einkaufswagen und unserem Portemonnaie, in was für einer Welt wir leben möchten. Und zu guter Letzt, lasst uns mit Freunden und der Familie über den fairen Handel sprechen. Lasst uns unsere Wissen und unsere Ideen verbreiten und Veranstaltungen besuchen oder selber organisieren, die sich um Nachhaltigkeitsthemen drehen, wo wir andere Menschen treffen, mit denen wir uns austauschen können. Zum Beispiel findet vom 14. bis zum 28. September wieder die Faire Woche statt. Diesmal mit dem Fokus auf Klima. Schaut doch mal auf die Homepage. Dort findet ihr sicher auch Veranstaltungen in eurer Nähe. Und falls nicht, dann stellt einfach selbst was auf die Beine und schreibt eure Aktion in den Veranstaltungskalender. Ich bin auf jeden Fall dabei und ich freue mich schon auf eure Ideen.